Hallo, willkommen zurück bei Computersachen. Wieder mal ein Video über Passkey. Ich zeige euch heute anhand von Google, die das jetzt freigeschaltet haben, wie ihr Passkey einrichten könnt. Welche Sachen das ihr gleich noch machen könnt, wenn ihr schon dabei seid, um euren Account mal wieder abzudaten. Und was nicht geht, das erfahrt ihr natürlich auch in diesem Video. Da gibt es nämlich noch ein oder zwei Kleinigkeiten, die nicht funktionieren, aber das ist gerade, wie gesagt, also relativ frisch freigeschaltet. Und es dürfte in Kürze dann auch behoben sein und wieder gehen. Was wir machen, wir gehen hier oben Google-Konto verwalten. Ich zeige euch das jetzt erst einmal auf dem PC, damit ihr das in der Web-Oberfläche gesehen habt. Und dann auch nochmal auf der Handy-App. Das ist wirklich ganz einfach. Dann geht ihr hier links auf Sicherheit. Und hier unten könnt ihr jetzt Passkey einrichten. Nachdem wir jetzt gerade schon mal hier auf dieser Seite so schön sind und das hier alles angezeigt wird, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr auch wirklich mal, falls alle Stricke reißen, eure Telefonnummer in 2 Schritten überprüfen, dann Telefonnummer zur Kontowiederherstellung, E-Mail-Adresse zum Kontowiederherstellung, das sind mal so Dinge. Dann steht auch drin Bestätigung in 2 Schritten, wenn ihr das aktiviert habt. Die letzte Änderung vom Passwort, 2017, naja. Aber ich benutze, wie gesagt, den Google Authenticator, von daher gesehen habe ich das auch immer ein bisschen vernachlässigt und den habe ich 21 eingerichtet. Wie gesagt, hier könnt ihr mal kurz ein bisschen Update machen. Ansonsten ist das Umstellen von ganz normal Login auf Passkey. Einfach wir klicken unten auf Passkey. Dann melden wir uns kurz an. So, dann gehen wir auf Passkey erstellen. Passkeys lassen sich einfach einrichten und möglich Ihnen mit Hilfe eines Fingerabdrucks oder Gesichts Methode zur Aufhebung des Displaysperre, zum Beispiel Passwortcode oder Muster Ihres Handys, Sicherheitsschlüssel mit Ihrem Google-Konto anzumelden. Sie können einen Passkey auf diesem Gerät oder einem anderen Gerät erstellen. Wir machen das jetzt natürlich auf diesem Gerät. Dazu ist zu sagen, Google Chrome, wenn ihr Google Chrome unter Android benutzt, sollte es genauso funktionieren. Wie gesagt, es ist noch frisch freigeschaltet, sollte das ein oder andere noch ein bisschen zwicken. Einfach nochmal in 1 oder 2 Tagen probieren. Ich habe das beim anderen Account heute schon gemacht, deshalb weiß ich, wo eigentlich schon die Zwickereien liegen. Bei Android kann ich momentan keine Einbindung machen, wie das funktioniert, weil das Android-Handy, was ich mir zugelegt hatte, wieder mal zweckentfremdet wurde ist und von jemand anderem benutzt wird. Ja, sie weiß, wie es an ihre Sachen drankommt. Weiter. So, ein Passkey für Michael Klissner gesichert werden. Passkeys werden das Anmelden seines Geräts iCloud-Schlüsselpunkt gesichert. Wer jetzt vorhergehende Videos dazu schon gesehen hat, der hat immer gesehen, dass hier der Schlüssel eingeblendet ist. Den musste ich immer ausgrauen. Das haben wir natürlich nicht. Ihr könnt natürlich hier gerne meinen Fingerabdruck abscannen und den dann verwenden. Nein, Schmarrn. Das ist ja bloß ein Symbol und würde euch auch nicht helfen. Und die E-Mail-Adresse hilft euch natürlich auch nicht. So, ich habe meinen Fingerabdruck jetzt gemacht. Fertig. Das war's. So, der ist jetzt neu angelegt. Von Ihnen erstellte Passkeys. Jetzt könnten wir noch einen weiteren Passkey erstellen. Für jemand anderes zum Beispiel. Wenn ihr noch jemand habt, der auf den Account einloggen soll. Das ist es eigentlich auch dann schon gewesen. Ihr bekommt gleich im Atemzug natürlich jetzt auch eine E-Mail-Sicherheitswarnung, wenn ihr 2-Faktor-Authentifizierung und sowas schon eingeschaltet habt, dass hier ein Key eingerichtet worden ist. Und das könnt ihr ignorieren oder bestätigen, wenn ihr das bekommen habt, weil es für euch ja dann hinfällig ist. Weil ihr wart es ja selbst. Gut, jetzt schauen wir uns hier noch eine Sache an. Bestätigung in 2 Schritten aktiviert, es hat sich nicht geändert. Passkey, ein Passkey. Passwort. Passwort ist nach wie vor aktiv und mein Google Authenticator ist nach wie vor auch noch aktiv. Dann habe ich Telefonnummer für die Bestätigung in 2 Schritten. Telefonnummer zur Kontowiederherstellung. Und eine E-Mail-Adresse zur Kontowiederherstellung. So, die Wiederherstellungssachen, da sind wir jetzt mal so 8. Aber ich könnte jetzt die Bestätigung in 2 Schritten benutzen, alternativ zum Passkey, weil die noch eingeschaltet ist. Oder ich könnte den Google Authenticator oder ein Passwort, also
das funktioniert natürlich in Kombination, verwenden, um mich anzumelden. Versteht ihr, um was es geht? Es geht jetzt einfach darum, ich habe die Einstellung jetzt noch drin. Ich habe also hier das Passwort noch drin. Das heißt, ich kann mich neben dem Passkey noch mit Passwort anmelden. Und dazu brauche ich natürlich dann auch meine Authentificator-App. Das ist noch aktiv. Ich habe das aus folgendem Grund jetzt aktiv gelassen, weil ich unter Linux mit Chrome festgestellt habe, dass da die Anmeldung nicht funktioniert. Er erkennt zwar den Passkey, aber die Anmeldung klappt da noch nicht. Deshalb habe ich das jetzt noch drin gelassen. Wenn ihr ausschließlich mit Passkey einloggen wollt, Passwort und Authentificator ausschalten und die Telefonnummer zu bestätigen in 2 Schritten. Es schadet nie, einen zweiten Weg drin zu lassen, politische Entscheidungen. Ihr könnt auch die Telefonnummer in 2 Schritten rausnehmen und Passwort und Authentificator drin lassen. Ihr könnt jetzt quasi festlegen, neben dem Passkey, was kann ich noch benutzen. Na, also ganz klar, Passkey kann ich mich einloggen, mit Passwort und dem Authentificator kann ich mich einloggen und ich kann mit der Telefonnummer einloggen. Okay? Das ist wichtig zu wissen. Okay, dann schauen wir uns das mal ganz kurz in der Handy-Variante an. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das auf dem Handy aussieht. Wir gehen mal auf die Google. Dann wählen wir oben unser Konto aus, das wir bearbeiten wollen. Das ist korrekt, das möchte ich. So, dann schauen wir mal gleich hier unten. Nein, das schauen wir nicht hier unten. Wir müssen hier oben, das ist jetzt neu, also ich kenne das so nicht, hier oben auf Sicherheit gehen. Und jetzt sehen wir hier unten die ganzen Sachen, genau. Bestätigung in 2 Schritten, aktiviert seit 21, ein Passkey aktiviert, Passwort ist aktiviert, Authentifikator ist aktiviert, die Telefonnummer für Bestätigung in 2 Schritten ist aktiviert und die Telefonnummer zur Kontowiederherstellung ist aktiviert. Dann haben wir E-Mail-Adresse zur Kontowiederherstellung, ist auch drin. Das war's eigentlich. Ich meine, wenn ihr jetzt hier einen Schlüssel einrichten wollt, dann steht hier unten normalerweise Apple Passkey hinzufügen. Das können wir jetzt allerdings in dem Fall nicht machen, weil wir schon einen haben, den wir vorhin auf dem MacBook erstellt haben. Und hier ist unser Passkey drin. Ich musste mich jetzt gerade mit dem Kennwort anmelden. Die Anmeldung funktioniert mal mit dem Passkey, mal nicht. Da ist man anscheinend noch ein bisschen am Arbeiten. Und ich hatte es vorhin in der ersten Version, die leider ohne Ton aufgenommen hat, da hatte ich das Login mit Passkey, jetzt musste ich wieder das Passwort eingeben. Also es zwickt noch ein bisschen, aber so im Prinzip ist das Ganze eigentlich schon erledigt. Ihr habt hier also drinstehen Passkey und ihr könnt dann direkt anmelden. Was es natürlich jetzt noch zu beachten gibt, denkt einfach dran, sucht euch was aus. Eine Wiederherstellung solltet ihr drin haben, falls ihr euer Handy mal verliert und den Passkey verliert, keinen Zugriff mehr habt. Oder diesen löschen, dass noch ein alternativer Zugang da ist, über Telefonnummer, über E-Mail oder über sonst irgendwas. Sucht euch da entsprechend was aus, dass ihr da nochmal eine Sicherheit drin habt. Und für die ersten Tage, für die ersten Wochen, bis das bei Google jetzt auch wirklich funktioniert, ich würde die Passwortanmeldung momentan noch drinnen lassen. Falls das mit dem Passkey mal gerade wieder nicht geht, dass dann die Möglichkeit besteht, mit dem Passwort anzumelden. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns über ein Like wahnsinnig groß freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, unterstützt ihr auch uns wahnsinnig damit. Und wir würden uns noch mehr geehrt fühlen. Wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr automatisch informiert, wenn es neue Videos gibt. Das Ganze ist natürlich kostenlos, ist klar. Und dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr Probleme haben, den Inhalt dieses Videos nachzuvollziehen oder generell Probleme haben mit eurem PC, Notebook, mit eurem Netzwerk, mit eurem Router oder sonstiges. Die KSC ist ein Remote-Dienstleister und übernimmt diese Aufgaben für euch für 25 € die Stunde gegen Auftrag, ohne Vertragsbindung oder sonstige Haken, Ecken und Ösen. Wir supporten unter anderem Docker, Virtualisierung, wir machen die ganze Palette und bei uns seid ihr sicher aufgehoben. Den Link zur KSC, den poste ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.